Hallo und Assalamu alaikum aus Tadschikistan. Hier sieht man uns im Ansop-Tunnel, einer der Tunnel, die man durchqueren muss, bevor man nach Duschanbe, danke, ich stand gerade auf dem Schlauch, fährt. Dieser Tunnel ist ganz besonders, denn man sieht es hier ganz, ganz schnell, aber er ist 5040 Meter lang und wir haben auf die Uhr geguckt. Wir sind 10 Minuten durchgefahren. Ja, auszeichnen tut sich dieser Tunnel dadurch, dass dort drinnen keine Belüftung ist und dass es so gut wie keine Lichter gibt. Mal am Anfang und am Ende, aber sonst nicht. Deswegen können wir auf jeden Fall empfehlen, sollte man mit dem Fahrrad oder mit dem Motorrad unterwegs sein, lohnt es sich, da ein Taxi zu nehmen. Genau. So viel zu unserer Anreise nach Duschanbe. Wir fahren Bus in Duschanbe Wo fahren wir hin? zur Mall, um was zu essen und dann zum Park, wo wir den Geburtstag von Rashid feiern. Und warum fahren wir Bus? Um es auszuprobieren. Warum fahren wir nicht Jenny? Das erzählen wir wann anders. Wir erregen Aufmerksamkeit. Wie viel hat der Bus gekostet pro Person? 20 Cent. Einmal quer die Stadt. Wir sind jetzt mitten in Duschanbe und ich hole mir erstmal einen kalten Kaffee bei dem jungen Herrn hier. Und der hat so ein cooles, sieht aus wie Feuer. Aber es ist Wasserdampf. Es ist so cool. Und es riecht nach Zimt. Toll. Cappuccino 23. Ah, okay. Wow, looks amazing. Thank you very much, Ahmed. Ah ja. Dieser Eiffelturm ist ein Aufzug, ja. Echt schön hier, überall diese Parks. Und hier ist wieder ein Freilicht. Gym. Zum Workouten. Als irgendjemand im Internet behauptet hat, die Stadt hätte nichts zu bieten, war die Person hier offensichtlich nicht unterwegs, denn ich finde es tatsächlich schöner als München. Wunderschön hier. Richtig schön grün. So viele Parks hat München nicht. Und diese riesengroßen, tollen Bäume. Und die Blumen. Ja. Am nächsten Morgen sind wir dann getrennter Wege gegangen. Möri ist ins Schwimmbad gegangen und ich bin mit Malte zu allen möglichen Car-Bazaars gefahren.
Ein netter Mitarbeiter von einer Werkstatt hat uns durch die komplette Stadt gefahren und wir haben überall nach einem neuen Plastikbehälter für unser Kühlwasser gesucht, denn das ist undicht geworden und war auch der Grund, warum unsere Motorkontrolllampe angegangen ist, als wir nach Duschanbe reingefahren sind und der Grund, warum wir Bus gefahren sind am gestrigen Tage und Jenny stehen haben lassen. One person, if he has, okay, if not, you cannot find it. But you need to find something similar, something that Yes, maybe. also the similar. Only one person is doing like. Okay. Wir waren an vielen verschiedenen Orten, inklusive Schrottplätzen, und haben nach passenden Teilen gesucht, aber es leider nicht gefunden. Unser Kühlwasserbehälter ist wohl sehr speziell gebaut und unser Fahrzeug gibt es mal wieder nicht in diesem Land. Dann sind wir aus Frust einfach nach der Suche noch in die Kantine gegangen und haben uns dort ein Mittagessen gegönnt. Chai. Die Männer waren auf den Kapersar und wir Mädels haben uns eine Runde im Schwimmbad gegönnt. Speziell in Duschanbe bzw. in Tadschikistan ist es, dass Männer und Frauen dort getrennt baden gehen. Und ja, dementsprechend hatten wir Mädels das Schwimmbad für uns allein, was ein absolut schönes Gefühl war und man hat sich ganz anders gefühlt. Und ja, ansonsten, ich habe in der Umkleidekabine noch eine deutsch sprechende Tadschikin getroffen. Das war auch sehr cool. Und doch, das war echt ein cooles Erlebnis. Und nun mal unsere Autogeschichte von ein bisschen von vorne. Als wir nach Duschanbe reingefahren sind, ging die Motorkontrollleuchte an. Wir wussten nicht sofort, was Sache ist. Ich dachte, es wäre nur schlechter Treibstoff oder sonst irgendetwas. Und wir sind einfach weitergefahren bis zu dieser Werkstatt. Hat sich herausgestellt, dass unser Motor überhitzt hatte. Und der Fehlercode war Engine Overheat, ja, weil das Kühlwasser ist nämlich entwichen. Unser Kühlwasserbehälter war undicht und wir hatten große Panik, dass jetzt unser Motor hinüber ist oder zumindest die Zylinderkopfdichtung. Und daher sind wir nun dann nach der erfolglosen Suche erstmal in die Werkstatt gerollt. Ich habe dieses Kühlwasserbehälter-Ding mit einem Spezialklebstoff, die Mitarbeiter haben ganz, ganz große Augen gemacht, geflickt. Es ist so ein Granulat und ein Zwei-Komponenten-Kleber, so eine Art. Und das hat den Behälter erstmal wieder dicht gemacht. Dann haben wir ihn aufgefüllt und jetzt in der Werkstatt dann erst einmal ein paar Sachen getestet. Und zwar, erstens startet der Motor. Zweitens befindet sich dann im Kühlwasser ein Bläschen oder mehrere Bläschen. Das würde darauf hindeuten, dass Auspuffgase aus dem Motor durch die Zylinderkopfdichtung ins Kühlwasser gelangen und dann wüsste man, dass das hinüber ist. Und wir haben natürlich den Auspuff angeschaut, ob da etwa weißer oder gar blauer Dampf rauskommt. Denn das wäre auch ein Zeichen dafür, dass im Motor Kühlflüssigkeit verbrannt wird. Und Gott sei Dank war nichts davon der Fall. Wir waren so glücklich. Wir machen eine Testfahrt. Und wir schauen, wie warm wird unser Auto. Und nachher gucken wir nochmal an, ob es Blasen gibt. Und denn wenn Blasen im Kühleflüssigkeit enthalten sind, dann kommen die aus dem Abgas vom Motor durch den Zylinderkopfdichtung durch. Und das würde bedeuten, dass die hinüber ist. Ja. Und das wollen wir unbedingt herausfinden. Meine Damen und Herren, wir sind hier in der besten Werkstatt aus Duschanbe von den lieben Anna. Und wie man sieht, wird hier gerade ein Motor geflickt. Aus diesem Auto, hier unten sieht man einfach noch das Fahrwerk, das Getriebe, da oben der Rest. So, hier wird noch gearbeitet. Hier, Jenny kriegt noch gerade einen neuen Ölfilter. Und dann war es das erstmal für heute. Kraftstofffilter. Kraftstofffilter, entschuldige. Die Mechaniker quälen hier unser Auto, indem sie Bremsenreiniger direkt in den Luftschlauch vom Motor reinsprühen, um den Motor somit zu starten, damit die Kraftstoffpumpe genug Kraft bekommt, um den Treibstoff anzusaugen. Wahnsinn.
und die Werkstattkatze, die Mascha. Jo. Ja. Das Farngebirge und die 7 Seen haben ihren Tribut gefordert und somit hatten wir auch noch ein Loch im vorderen Reifen. Ja, wir haben den dann schnell flicken lassen. Das Ganze hat 10 Minuten gedauert. Die waren rasend schnell und hat 1,50 € gekostet. Haben sie gut gemacht, die Jungs. Das hausgemachte Plot im Hinterhof. Das werden wir jetzt 5-mal essen. Ploff, 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 ploff. 1, 2, 3, 4. So sieht der Waschtag bei uns aus. Also, da ist alles vorbereitet. 60 Grad, 30 Grad, 30 Grad. 3 Waschmaschinen. Und wir schauen mal im Greenhouse Hostel, ob wir jetzt hier unsere Wäsche gewaschen bekommen. Und uns geduscht bekommen. Denn wir sweaten hier schon seit vielen, vielen Tagen. Es gibt Mittagessen. Was hast du gemacht? So eine Bowl mit Resten. Wie frisches Gemüse. Und last but not least kam auch unser neuer Kühlwasserbehälter aus Deutschland an. Anna, der Werkstattbesitzer, hat es auf irgendwelchen Wegen geschafft, dieses Teil innerhalb von wenigen Tagen zu organisieren. Happy, Auto fährt wieder. Hat wieder das richtige Teil drin, das kaputt war. Jetzt können wir zum Pamir. Morgen geht's los. Mir ist was aufgefallen, das ist mir damals in Russland schon aufgefallen. Aber immer, wenn man hier in diese grünen Hüttencafés Kaffee trinken geht, sind die Tassen von einer bestimmten Marke namens Kunstwerk. Also hier sieht man den guten Cappuccino. Und hier sieht man die Marke Kunstwerk. So. Diese Somsa, die sind so gut. Ganz, ganz frisch, richtig, richtig heiß. Ja, Und gleich gibt's noch Lackmann. wir gönnen uns ein Vor-Pamir-Essen, weil Muri kann nicht kochen. Muri ist das erste Mal seit 8 Monaten krank. Und ich kränkel auch schon rum. Das geht. Ich habe versucht, Brot zu backen. Da kommt schon Fleisch raus. Seit Tagen habe ich versucht, Brot zu backen. Das Problem ist nur, ich habe irgendwie gar keine Energie. Der beste Lackmann, den ich so gefunden habe hier. Diesmal nicht aus Usbekistan, sondern aus Tadschikistan. Und? Nachdem wir unsere Vorräte in Duschanbe aufgefüllt haben, haben wir hier nochmal die Tanks von Jenny aufgefüllt und sind losgefahren Richtung Pamir Highway. Für uns das höchste Gebirge, in dem wir je waren. Bis Kalaikum ist die Straße ganz, ganz wunderbar, also wirklich ein Träumchen.
Mythen und Geschichten ranken sich um diese Straße. Denn man munkelt, dass irgendwo in der Gegend ein Häuschen vom Präsidenten stehen soll und daher die Straße in so guter Verfassung sein soll. Wir sind jetzt 30 Kilometer von der afghanischen Grenze entfernt, merken aber schon, dass wir in ein Grenzgebiet kommen, denn wir haben heute Nacht einen schönen Platz an der Straße gewählt zum Übernachten und auf der Stelle stand ein Soldat vor unserer Tür. Der war aber ganz, ganz lieb, hat uns eine Stelle gezeigt, wo wir doch bitte hinfahren sollen, kam immer mal vorbei, um zu kontrollieren, dass es uns auch gut geht. Zum Beispiel heute Morgen um 6. Und jetzt fahren wir weiter. Und ja, wir sind ein bisschen angeschlagen, ein bisschen erkältet. Aber unser heutiger Stopp ist ein Truckstopp, wo wir hoffentlich in 3,5 bis 4 Stunden sind. Wir melden uns aus dem Kranken-Jenny-Lager. Jetzt kamen wir am ersten Checkpoint vorbei, wo wir unser E-Visum vorgezeigt haben und unsere Kopien der Ausweise dagelassen haben und einmal Jennys Papiere vorgezeigt haben und noch gesagt haben, dass wir jetzt zum Pamir fahren wollen. Ich bin sehr, sehr stolz auf den Andi, dass er uns das E-Visum geholt hat, weil uns das sehr viel Stress jetzt einfach erspart. Man kann das Ganze auch mit einem Permit machen, dass man sich in Duschanbe besorgt, was auch generell günstiger ist, aber dann braucht man noch eine Registrierung. Wir haben jetzt gerade bei lieben Freunden mitgekriegt, dass es sehr stressig werden kann, weil man vergisst, die Registrierung zu machen. Und deswegen sind wir gerade echt happy, oder ich bin sehr stolz auf den Andi, dass er dieses E-Visum geholt hat. Wir können Afghanistan schon sehen. Da unten läuft der Fluss, das ist der Panch, das ist der Grenzfluss. Und auf der anderen Seite die Berge, das ist alles schon Afghanistan. Ja. Oh, mit Hundewelt. Hello. Und da ist auch schon Afghanistan. Das ist so riesig. Ja, wasch zum Schlafen. Voll gut. Also hier kann man duschen. Hier kann man richtig gut duschen. Wie vorhin erwähnt, hatten wir die letzte Nacht an so einem Hügel verbracht, wo dieser Soldat immer auf uns aufgepasst hat. Und es war wirklich ein bisschen unangenehm, weil er war zwar total nett,
aber er ist halt auch ständig ins Auto hineingesprungen und saß dann einfach da und hat uns 20 Minuten angeschaut und irgendwann hat er gemerkt, okay, es gibt nichts mehr zu bereden und ist dann wieder gegangen. Deswegen haben wir diesen Ort relativ fluchtartig verlassen, nachdem er uns um 6 Uhr in der Früh kontrolliert hat. Und wir wollten eigentlich nur einen weiteren schönen Übernachtungsplatz finden, weil ich ja auch krank war und tatsächlich bin ich an dem Tag mit Fieber gefahren. Und leider war es dann am Ende ein 7-Stunden-Fahrtag oder 8 Stunden, weil wir entlang der afghanischen Grenze nirgendwo einen Ort gefunden haben, wo wir richtig anhalten konnten. Es gab sehr, sehr viele Warnungen in unserer Park for Night App, dass man dort überall weggeschickt wird, weil es eben nicht sicher ist. Oh, es war iOverlander. Dass es dort nicht sicher sein soll. Das Militär patrouillierte auch an dieser Straße und auch in der nächsten Woche würden wir immer wieder die Soldaten sehen, die diese Straße patrouillieren. Und man kann nicht einfach irgendwo dort anhalten, denn es ist einfach zu nah an der afghanischen Grenze und deswegen haben wir sehr lange nach einem Ort gesucht und das war wirklich sehr anstrengend. Wir haben Steffi und Malte gefunden. Yay. Frag mich, wie viel der Malte in seinen Reifen abgelassen hat. Er ist auf 4 Bar. Von 9 Bar. Ja, das sieht man. Hier sieht man zum ersten Mal richtig gut die afghanische Seite, die generell uns auch ein bisschen grüner erschienen ist. Und das war super spannend und richtig cool, dass man das Leben dort drüben beobachten konnte. Und hier wird eine Brücke gebaut. Eine Brücke? Ah ja. So, das ist unser Alltag auf dem Pamir. So schön hier. Und die tapferen Baustellenmenschen machen Mittag. Wir haben echt ein gutes Timing erwischt. Umso mehr wir auf der Straße verbringen, umso mehr bin ich der Meinung, die wahren Helden sind Baustellen, Menschen und LKW-Fahrer. Ja, diesmal haben wir irgendwo aufgesetzt. Aber haben wir was an der Kabine abgekriegt? Wir waren nah an der Felswand. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Pass auf hier, ne? Ja. Also es hat sich nicht so angehört, aber Beim nächsten Bahnstück gucken wir mal. ja. Tag 3 im Pamir-Gebirge in Tadschikistan. Und heute Morgen geht es uns schon viel, viel besser. Ich denke, wir sind erkältungstechnisch bald über den Berg. Wir haben Königswetter und wir sind auf dem Weg zu einem ersten Highlight, einem kleinen Seitental hier im Pamir-Gebirge, wo wir hoffentlich einen schönen Stellplatz finden und wo wir hoffentlich eine wunderschöne Wanderung machen können morgen. Das Batangtal. Das Batangtal heißt auch schmales Tal. Batang heißt, glaube ich, schmal.
und es soll wirklich total schön sein. Das schönste Tal. Es gibt auch einen Offroad-Weg, irgendwie hunderte Kilometer durch das Tal, den aber nur die krassesten Leute fahren und wir auf jeden Fall nicht. Aber ein bisschen hineinschnuppern können wir wahrscheinlich und diese Wanderung machen zu dem Ort Yizew, ein sehr schönes Bergdorf, was nur zu Fuß erreichbar ist. Das wäre cool, wenn wir dahin wandern können. Es sind nur 2 Stunden One-Way, also genau das Richtige für uns angeschlagene Menschen. Und wir erwarten auch eigentlich uns davon, dass wir ein bisschen akklimatisieren und uns an die Höhe gewöhnen, damit wir auf gar keinen Fall mit der Höhenkrankheit am Ende kämpfen müssen. Und so sieht heute Morgen unser Weg aus. Wow. Da drüben wieder eine grüne Zunge von Afghanistan. Also der Blick rüber macht auch immer wieder Spaß. Durch diesen Teil der Baustelle sind wir noch sehr gut durchgekommen. Aber Nachdem wir 4 Stunden an der Baustelle gestanden haben, es war ein großer Spaß. Hey, wir konnten was essen, wir konnten einen kleinen Mittagsschlaf machen. Geht's jetzt weiter? Oh, ist das verrückt hier, guck mal. Okay, ganz langsam, Anni, bitte ganz langsam. Wir haben Zeit. Wir haben keinen Druck. im Bataan Valley, was sehr zu empfehlen ist, denn es ist wunderschön, kamen aber wieder neue Herausforderungen beim Fahren. Auch hier war es wieder ein großer Offroad-Spaß und wie alle wissen, haben wir ja einen Vierradantrieb. Fahren wir Highway Tag 4, wir wandern im Batang-Tal. Wir wandern zum Yizew-Dorf. Da geht es jetzt hier über so eine Hängebrücke und dann 2 Stunden den Berg hoch. Und das soll eine der schönsten Kurzwanderungen sein, die es hier gibt. Oh, die Brücke schaut echt cool aus. Sehr vertrauenswürdig. Uiuiui. Geschafft! Schon kurz nach dem Start der Wanderung konnten wir hier in diesem wunderschönen Bergsee, in dem Bergfluss, unser Wasser auffüllen und mit unserer Filterflasche trinken. Und jetzt tanken wir nochmal so richtig viel Wasser auf, weil der Fluss wird dann gleich unterirdisch werden und erst ganz am Ende der Wanderung gibt es dann wieder neues Trinkwasser.
Wir wurden bei unserer Wanderung mit diesen wunderschönen Bildern bzw. mit diesen wunderschönen Ausblicken belohnt. Allerdings muss ich sagen, für unsere Erkältung war das jetzt nicht das Beste. Die hat uns auf jeden Fall noch bis Kirgisistan verfolgt aufgrund dieser Aktion. Wir erreichen das Dorf. Wir sehen schon überall die Bewässerungskanäle von dem Dorf hier, von den Plantagen. Und da hinten in der Ferne kann man wohl nicht erkennen, richtig schöne schneeweiße Gipfel. Mal gucken, ob man sie jetzt sehen kann. Ui. Wow, wie schön das hier ist. Wir sind in so einem richtig schönen Garten hier. Und da ist dieser See und dieser tolle Berg. Und es ist so ruhig. So, Mittagspause vorbei. Jetzt geht's wieder runter zum Auto. Und dann fahren wir noch ein bisschen weiter Richtung Koro. 3 Stunden Rumpelpiste, wie wir gelernt haben. Zwei Anmerkungen. Erstens, es ist extrem hilfreich, einen Kompressor dabei zu haben. Den haben wir da verbaut. Oh, man sieht es nicht. Oh, ist sehr dunkel. Also da ist der Kompressor. Genau, und mit einem langen Schlauch, dass wir überall rankommen. Und das andere, was sehr wichtig ist, sind bei Zwillingsreifen diese Ventilverlängerungen, damit man auch gut ans innere Rad rankommt. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Wenn man die nicht hat, muss man wirklich unterm Auto krebsen und seine Hände ganz, ganz schlimm verrenken, um da ranzukommen. Vor der Weiterfahrt habe ich endlich beschlossen, unseren Reifendruck abzulassen. Wirklich eine super Entscheidung, wie man später dann feststellen konnte. Und zwar von 4,9 auf 3,9 Bar bei allen 6 Reifen. Wirklich, das hat einen sehr, sehr großen Unterschied im Fahrkomfort gemacht.
Vor der Wanderung hat die Möhre mir auch noch die Haare geschnitten, wie man vielleicht jetzt doch sehen kann. Ich habe ganz schön viele Haare verloren. Erst sah ich aus wie ein Mönch, das heißt, es war so eine Art Undercut, bloß dass die Haare drüber irgendwie zu lang waren. Und dann habe ich auf mehrfache Nachfrage und zusammen mit Problemlösungsfindung haben wir dann noch was weggenommen und jetzt sieht es wieder wie ein Soldat aus. Aber ich kann Gott sei Dank sagen, dass jetzt ein paar Wochen später es halbwegs es hervorragend aussieht. Und es sah auch damals schon hervorragend aus. Das hier ist unsere erste, zweite, weil zurück mussten wir ja auch noch, Flussüberquerung, von der wir auch noch ein paar haben werden, denn im Pamir gibt es nicht immer überall Brücken oder die sind halt kaputt. So, wir haben das Batang-Tal verlassen und sind zurück auf dem Pamir Highway. Und das ist ja wohl pompös hier. Und der gängige Reifendruck, den wir jetzt haben, macht sich positiv bemerkbar. Wir werden ein bisschen weniger durchgeschüttelt und ich glaube, wir haben dadurch weniger Verschleiß an Gummis, Stoßdämpfern und dergleichen. So, wir erreichen Koruk bei Nacht. Wir werden direkt das Traditional Pamiri Hostel ansteuern. Dort wird uns ein kostenloser Parkplatz angeboten. Das wollen wir gerne annehmen. Und morgen können wir alle unsere To-Dos erledigen. Alle hier im Ort tanken, einkaufen, Kaffee trinken. Kyrgyzstan tourist route. Okay. But it's supposed to be easy, but just the number there, Yeah. you have to pass for us. Also, wir sind jetzt hier in einem Homestay und stehen auf dem Hof in Koruk. Und das Ganze hat die Hanna uns klar gemacht. Und wir essen sogar noch leckere Borsch. Eine russische Suppe mit Gemüse. Und hier essen wir. PS, hier ist es sehr, sehr schön. Und hier stehen wir neben einer Jurte in einem sehr, sehr, sehr schönen Hostel in Koruk, das wir auch weiterempfehlen können. Wir durften hier auf dem Hof parken, denn hier ist es ein bisschen schwierig zu parken und wir haben hier sehr gut geschlafen. Jetzt gehen wir noch unsere Vorräte auffüllen und dann geht es auch schon weiter. Oh! Richtung heiße Quellen. Hallo! Hallo. Nein, bleib liegen, bleib liegen. Ja, okay. Ich komm nicht weiter. Ja. Entschuldigung, dass ich deine Ruhe gestört habe. Da würde ich mich an deiner Stelle jetzt auch sehr beschweren. So, Moritz. Mhm. Oh, Cappuccino. In einem echt ziemlich coolen Café in Koruk. Die Empfehlung haben wir von einem anderen YouTube-Kanal namens Filling White Spots und das Café ist echt sehr schön. So, wir genießen jetzt unseren Cappuccino, dann füllen wir alles auf und dann düsen wir zu Malte und Steffi. Alle Hotels heißen irgendwas mit Pamir, ne? Das ist das Pamir Plaza. Damit du auch nie vergisst, wo du gerade bist. Da ist auch nochmal ein Geschäft. Ja. Supermarkt. Hier gibt's Brote. Ja. Ja. Während hier noch ein paar Impressionen von Koruk kommen, will ich noch erzählen, dass wir einen sehr netten Studenten getroffen haben, der uns den Weg gezeigt hatte zu einem Bankautomaten, den wir verwenden können. Und von dem haben wir erfahren, dass in Koruk die zweitgrößte Universität ist von ganz Tadschikistan.
Während dieser Fahrszene sieht man überall rechts und links diese errichteten Steinbarrikaden. Diese wurden von den Soldaten zur Verteidigung errichtet. Man findet diese Vorrichtungen überall entlang des Barkhan-Korridors. In Koruk haben wir übrigens wieder Hannah, unsere liebe Hitchhikerin, eingesammelt. Und wir sind dann zu dritt Richtung Maltun, Steffi und Family gefahren. Hier haben wir uns wieder getroffen. Auf jeden Fall haben die 4 für uns einen richtig schönen Stellplatz für die Nacht gespottet. Zu guter Letzt kamen noch unsere lange Zeit schon im Kontakt stehenden Gravel Friends Charlotte und Ken aus Belgien angedüst, als große Überraschung. Dann haben wir uns auch endlich mal kennengelernt. Und hier ist das Video auch schon zu Ende. Deswegen sagen wir ciao, tschüss und auf Wiedersehen.